Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kinderchen, und herzlich willkommen zurück hier bei Subnautica Below Zero in meiner kleinen, bescheidenen Basis, die auf dem Weg ist, eine epische Basis zu werden. Zumindest hoffe ich das. Beim letzten Mal haben wir, oder beim vorletzten Mal, hier ein paar R losgelassen. Ich weiß nicht, ob die hier drin schlüpfen, ehrlich gesagt. Die bewegen sich im Moment nur komisch. Aber das ist gar nicht das Hauptding, was wir heute eigentlich machen wollen. Heute geht es unter anderem um den erweiterten Lithiumabbau, denn... Wieso habe ich das eigentlich noch hier drin? Wir müssen ein Ladegerät für die Energiezellen bauen und dann möchte ich vor allem aber gerne noch das andere Signal erforschen, das... So. Das noch nicht erforscht wurde, weil wir damals noch nicht so tief tauchen konnten. Deshalb müssen wir uns jetzt, glaube ich, direkt nochmal auf den Weg machen. Ich glaube, Essen, Trinken ist momentan noch in Ordnung. Die Tischkoralle brauche ich aber trotzdem nicht mitnehmen. Okay. Dieser Klopfer, der ist im Moment eigentlich auch nicht nötig. Das ist für später hier bei der Eisstation. Und was ich gesehen habe... wir müssen uns vielleicht doch nicht so sehr fürchten vor diesen pelzigen, breitschultrigen Tieren auf der Insel. Schwebendes Titan, das nehmen wir mal mit. Das habe ich wahrscheinlich hier irgendwann mal hingeworfen. Aber wieso Blei? Naja. Jedenfalls besteht gute Hoffnung, dass wir uns mit den Tieren da anfreunden können. Ich habe nämlich einen Screenshot gesehen oder vielmehr ein GIF von jemandem, der mit dem Tier sich angefreundet hat. Zugegebenermaßen, es hat auch nach ihm geschnappt, aber er konnte es zumindest streicheln. Also vielleicht müssen wir doch nicht ganz so weit entfernt bleiben. Jetzt sind wir aber erstmal auf der Suche nach Lithium. Ich glaube sogar nicht nur für das, sondern auch noch für irgendwas anderes, das mir gerade nicht mehr einfällt. Das ist das Problem, wenn man zwischendurch Aufnahmepausen macht. Aber irgendwann muss man ja auch mal schlafen. So. Probieren mein Glück wieder hier oben. Oder was wir auch machen könnten, ganz ehrlich, wir haben das doch. Dann verbrauchen wir hier auch weniger Energie. Ist mit unserer Kameradrohne mal noch einen Ausflug machen. So, Captain. Beziehungsweise... Okay, eins ist schon mal da. Ich muss mal dieses Mikrofon ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Ich ändere das ständig, aber ich bin auch nie so ganz zufrieden mit der Position. Eigentlich wäre es ja am besten, wenn es wirklich direkt vor mir wäre. Aber dann hat man das halt im Bild. Und unten drunter ist immer so ein bisschen doof, weil man dann so reinatmet. Und das will man ja vielleicht auch nicht. So, da ist schon mal eins. Viel Energie haben wir noch. Oh ja, das reicht. Da habe ich jetzt wenig Bedenken. Ah, aber das Signal sollten wir vielleicht wieder anmachen. Sonst finden wir sie nämlich nicht. Da. Manchmal findet man es dann auch ein bisschen zu aufdringlich mit dem Mikrofon. Also so geht es auf jeden Fall schon schneller, wenn man ja sich ein bisschen... was?
abholen lässt. Habe ich jetzt die Drohne gerammt oder was war das Geräusch? Ich hoffe nicht. Nicht, dass wieder eine kaputt geht. Ich meine, beim letzten Mal war das ja zugegebenermaßen auch ein bisschen dramatischer. So, wo ist denn meine... Hier. Meine Falle. So viel Blasenfische, Alter. Zapp. Ja, den... Ich weiß nicht, wie ich den halt wieder freilassen kann. Ich kann ihn ja nicht in die Hand nehmen. Das ist ein bisschen doof. Flackernde Lichter. Warum? So, zack. Ich finde es ein bisschen bedenklich. Mit diesem Licht. Aber gut. So, zack, ein Lithium und 2 brauchen wir. Und dann noch den erweiterten Kabelsatz dieses Mal. Und 2 Titan, okay. Erstmal kurz wieder die Drohne aufräumen. Dass die laden kann. Ich hoffe, da ist jetzt nichts passiert. Ja, wobei 98%, ne? Hallo. Wieso ist sie jetzt nicht angedockt? Naja. Das Andocken ist eigentlich auch nicht nötig, wenn wir jetzt von hier wieder losfahren, aber... Ja, solange jetzt einigermaßen noch Energie da ist... Jetzt schnell noch... Oha. Zu irgendwelchen Signalen. Ja, ich bin tatsächlich dran geschraubt. Nur noch 95. Hüllenintegrität. Gut, ich bleib mal hier. Wir haben gleich keine Energie mehr im... Deswegen höre ich jetzt auf hier mit dem Suchen. Ich frage mich so ein bisschen, für was diese ganze Energie gerade drauf geht, weil eigentlich machen wir ja gerade gar nichts. Aber gut. Mal schauen, ob wir die anderen auch so finden. Was wollte ich hier wieder auf die 4 machen? Was da vielleicht? Irgendwo da in der Schlucht müsste es eigentlich sein. Oh ja. Wir erinnern uns alle, was das hier für eine Schlucht ist. Da waren aber 3 angezeigt. Ich glaube, hier drüben ist noch mehr. Ja, wobei
2 Silber. Alter. Uncool. Ich meine, nichts gegen Silber, ne? Aber... Ich probiere mal mein Glück. Tatsache. Also in dieser Schlucht scheint es echt alles zu geben. Da haben wir unten Diamanten gefunden. Vielleicht sind die auch wieder nachgespawnt. Da könnten wir jetzt eigentlich Warning. 30 seconds of oxygen auch remaining. mal eine Boje hinterlassen. Aber ich habe natürlich wieder keine dabei. Uah. Wieso eigentlich nicht? Naja, notfalls finden wir es über den Scanner wieder, weil die Diamanten wahrscheinlich immer dort sind. Dreh dich nicht um. Nette Familie. Ja, also können wir uns merken, hier hinter der Basis Richtung, ja, Süd-Südwest. Da kommt man da irgendwie hin. Wenn man sich das merken kann. Jetzt, ja, 4 Stück. Das ist wunderbar. Bis auf das hier, das ist nicht so wunderbar. Aber ich brauche sowieso noch Titan, dann passt das. Das kommt weg. Erweiterter Kabelsatz. Wir haben kein Kupfer mehr. Was? Sehr schockierend. Da müssen wir dringend was dran ändern. So, zack. Und ein Gold, ne? Ja. Gut, dann eben nochmal Kupfer und dann haben wir das. Lauberblasen. So, also Wasser geht uns hier auf jeden Fall nicht aus. Ja, auch hier muss man sagen, sind mehr Mineralien als an dem ersten Punkt, wo wir waren. Also da, wo diese Absprungkapsel war. Ja, da haben wir schon immer ein bisschen länger gesucht als hier jetzt. Hier noch? Nein. Ich habe wieder Mittag gegessen, bevor ich aufgenommen habe. Das ist... Man sollte es einfach nicht machen. Aber hungrig aufnehmen ist auch nichts. Deswegen... Wie heißt es so schön? Ein Tod muss man sterben. Also ich finde das ziemlich cool, dass es hier drauf steht.
Es wirkt fast so ein bisschen so, als wäre das Teil dieser Alien-Struktur. Weil sich unten dran diese Tentakel hier winden. Und oben dran steht dann unser hochtechnisiertes Supermodul. Ah. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Hallo? Oxygen. Man sollte es nie von der Schnellwahl wegmachen. Das ist einfach keine gute Idee. Einen Platz habe ich noch. Sehr schön. Okay. Das reicht dann mal wieder fürs Erste hier. Damit haben wir jetzt auch alles beisammen. Welcome aboard, Captain. Captain. I have determined the location of some important technology. I implore you to investigate. Will this help us build you a body? I do not know what we will find. I just know it is important. Okay. Signal location uploaded to PDA. Ja! Ein neuer Ort. Oh, jetzt habe ich noch so viel anzugucken. Very good. Jetzt machen wir aber zuerst das hier fertig, bitte. Muss ich das auch hier machen? Also zum einen mal das hier. Man kann nie genug Bojen haben und zum anderen... Ach nee, das ist wahrscheinlich... Mal gucken, ob das hier hinpasst. Das wäre natürlich praktisch. Ja, ist jetzt nicht... Kann man das drehen? Nee. Das wäre schon schön, wenn man das jetzt so ein bisschen, aber es ist okay. Perfekt. Dann weg mit dem Kram. Das Lustige ist, der zieht einem, wenn man ihn so isst, 4 Wasser ab. Aber wenn man ihn zu Wasser verarbeitet, macht er plus 25 Wasser. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hilfe. Ja, also Titan haben wir offensichtlich Bedarf an einer eigenen Kiste dafür. Wir haben ja hier noch Platz. Ach, guck mal. Das hier ist ja so Technokram. Dann würde ich vorschlagen, kommt das. Und das. Zum Technokram. Und das hier ist Notfallvorrat. Und da können wir jetzt von mir aus auch noch Titan reinmachen. Einfach nur, weil es sonst zu viel wird. Perfekt. Dann hat nämlich jetzt hier auch das Lithium wieder Platz. Jetzt machen wir noch mal kurz den Blasenfisch zu Wasser. Und dann... ja, vielleicht auch noch ein bisschen Futter. Och. Ist ja hier direkt vorhanden. Wenn ich in der Lage bin, es einzufangen. Ich kann ihn nur freilassen, indem ich halt die Falle nehme und die wieder neu aufstelle. Das kann ich halt mal noch machen. Aber ich meine, ja. Er war einfach nur nicht weit genug weg. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. So.
bisschen Futter und dann schauen wir uns mal das Signal an. Beziehungsweise vielleicht halt wirklich das von der Pilotin noch zuerst. Weil ich nicht so genau weiß, ob die Reihenfolge nicht am Ende doch eine Rolle spielt. Okay, also Signale. Wir haben nämlich hier noch... Aha, das ist also das, was er uns gegeben hat. Das hier haben wir nämlich noch. Machen wir das mal aus. Die verlorene Boje, das holen wir irgendwann. Und das ganze andere hier ist auch... Oh mein Gott, wie viele haben wir hier bitte schon? Das ist ja furchtbar. Ja, Laser. Da ist auch irgendwas mit Laser oder warm machen oder wie auch immer. Ich erinnere mich, dass in der ersten Version des Spiels, dass das auch schon relativ früh kam. Ich weiß nicht, ob wir damals da durchgekommen sind, aber es war auf jeden Fall auch schon damit drin. Es müsste eigentlich möglich sein, da jetzt hinzukommen. Falls nicht, ich muss mal kurz noch die Baupläne wegmachen, falls wir doch noch das Modul Nummer 2 brauchen. Ja. Da müssen wir das halt zuerst machen, aber ich wollte jetzt gerne, wenn möglich, ein bisschen Story weitermachen, dann kann man das immer so gut aufteilen. Ein bisschen Story, ein bisschen Farm, ein bisschen Story, ein bisschen Farm. Und vielleicht auch ein bisschen angegriffen werden. Ich habe übrigens gerade eben, da ich die erste Folge hochgeladen habe, ich dachte gerade, das wäre Diamant. Habe ich dann immer kurz in die Subnautica Playlist reingeschaut und die allerersten Streams davon kurz angemacht. OMG, meine Kamera. Das muss ich kurz einsammeln. Ich weiß nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe. Oder sagen wir es mal anders. Ich wusste einfach noch nicht, wie man das richtig beleuchtet. Das war schon ein bisschen schwierig. Ich denke bei Quartz immer, dass es Diamant ist. Oh. War hier das mit dem Laser? Dazu müsste ich mal kurz das wieder anmachen. Ja. Das wollte ich mir eigentlich noch dazu schreiben, dass ich weiß, dass man auch hier einen Laser braucht, um hier weiterzukommen. Hilfe! Man ist es schon so gewohnt, dass man hier Luft holen muss, dass es irgendwie immer ein ungutes Gefühl gibt, wenn man so lange am Stück taucht. Oha. Das war ein ziemlich solider Aufprall dafür, dass es eine Pflanze ist. Okay, da vorne sind diese komischen Psycho-Viecher. Ich weiß nicht, ob die uns auch kriegen, wenn wir in dem Schiff sind. Wir sind auf jeden Fall noch auf einer guten Höhe, also wir haben jetzt kein Problem, dass hier demnächst
Nein, ich habe keine Batterie mehr. Mal kurz gucken, ob ich irgendwas anderes wechseln kann. Ja, vom Reparaturwerkzeug zum Beispiel. So, ja, also wir haben jetzt hier keine Probleme, dass wir keine Luft kriegen oder so. Eine Lanzenknospe. Was auch immer das genau ist. Oha. Was ist das denn? Da ist auf jeden Fall Psychofisch. Ich glaube, da hinten habe ich schon gesehen, dass wir da noch weiter runter können. Und ich vermute auch stark, dass das nötig ist. Yep. Und hier sind wieder die Affen unterwegs. Das hier könnte was sein, also auch so zum Scannen. Aber ich muss hier halt sau aufpassen, sonst ist wieder alles weg. Ja, okay, die können mir offensichtlich auch einfach Ressourcen wegnehmen, die in meiner Tasche sind. Aber ich weiß gar nicht, ob das ehrlich gesagt jetzt von mir war. Okay. Also, okay, ja, das war jetzt beim ersten Mal witzig. Kannst du jetzt bitte aufhören? Immer wieder ein lustiges Ei. Soll ich denn hier jemals scannen, wenn die hier die ganze Zeit unterwegs sind? Mano! Geht doch mal nach Hause, bitte. Fragmente einer Tauchflasche mit hoher Kapazität. Okay, das war schon mal gut. Und wir sind nicht... Wurde nichts geklaut, aber da ist doch noch mehr. Dieser Baum. Riesen-Seerosenwurzel. Das ist die Wurzel von denen. Oh mein Gott. Bedenklich. Gut, also wir kamen daher. Das ist immer gut, wenn man ein Schiff dabei hat, weil man dann sieht, in welcher Richtung man unterwegs war, ne? Wenn wir jetzt hier reingekommen sind. Also von da oben. Da unten geht es ja noch weiter. The sea monkeys have changed their tune. If only I could let them know what I need. Maybe they could bring me something useful next time. Aha. Ach so, das war also wirklich nicht aus meinem Inventar, sondern die haben mir was gebracht. Vielleicht freuen die sich da unten einfach und sind ganz anders drauf. Oh Gott. Hilfe. Ich meine, es ist ein Nest, ne? Klar, dass sie das bewachen, aber... Rubin! Ja! Ja! Amazing!
Wenn sie jetzt wirklich anders drauf sind. Vielleicht bringen sie mir wirklich nur gute Sachen. Was ist es? Eines Krebswärmereaktors. Also gibt es den Krebs ja auch. Das ist der Anzug bei... Also im Hauptspiel auch Prawn. Also, weiß ich, Krebs ist eigentlich... Bei Prawn denke ich eher mal an so eine Languste, sowas in der Art. Also wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen Rubin. Was ist das? Das sieht interessant aus. Nickelerz. Oh. Nice. Ja, also hier kann man es aushalten. Bis auf die Tatsache, dass ich nicht so viel Batterie dabei habe, was irgendwie ein bisschen problematisch ist. Ja! Ja! Wie cool ist das denn? Oha, zieht euch das rein. Wieder was gelernt. Ich liebe es, was zu lernen. Was ist das? Schwarmwurz. Bin auch ganz schön tief jetzt schon, ne? Feini, feini. Das heißt, wenn ich da oben einen Bauplan anpinne, dann holen die mir Sachen, die in dem Bauplan drin sind? Ist das vielleicht, was es bedeutet? Dreiecksblatt? In dem Fall müsste ich ja mal dringend was mit Diamanten machen, ne? Wow. Was hast du denn? Nickelerz. Ich bin begeistert. Das ist echt richtig cool. So, dann mal zurück zu meinem Schiffi und weiter geschwommen. Ich glaube, ein bisschen tiefer können wir noch. Man muss halt aufpassen, weil man manchmal das Schiff dann irgendwo liegen lässt und ist dann gerade so kurz vor 300 Metern. Und dann sinkt es minimal ab. Und dann hat man den Salat. Man merkt halt nicht, wie es dann kaputt geht. Ist noch was? Ist das vielleicht einfach nur Kupfer? Ja, sieht so aus, ne? Egal, was soll's. Upsi. Ist wieder eine sehr spannende Expedition. Ja, was war das? Ich will dich knuffeln! Was hat er mir jetzt gebracht? Kupfer, glaube ich, ne? Crazy! Oh, ich muss mal diesen ekligen Fisch essen. So, ab jetzt muss ich sowieso, ich wollte gerade sagen, von Hand weiter schwimmen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ah, okay, also Rubine ab 300 Metern. Ich habe immer noch Angst, dass er mir das wegnimmt irgendwie. Wie immer weiß man natürlich nicht so genau, was man sucht, aber hier steht zumindest schon mal eine Lampe. Okay, da unten ist eine Basis. Das sollten wir sauerstofftechnisch auf jeden Fall schaffen. Hier ist aber auch nochmal eine Pflanze. Ich hoffe, die haut uns jetzt nicht irgendwie kaputt, wenn wir da kommen.
Guck mal, da sind die Pilze. Die brauchen wir doch auch. Diese komischen Wurzelpilze da. Ach ja, da war ja was. Das war irgendwie immer ein bisschen... Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Errungenschaft Another Survivor. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Ja, da weiß jetzt auch nichts mehr Schlagfertiges drauf zu antworten, ne? Ja, was war das? Ach so, die Leiter. Alles so ein bisschen versifft. Hier war schon länger niemand mehr zum Putzen da. Spiel, warum? I told you to stay off my land. Jedes Mal diese Jumpscares, Alter. Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. Alter. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. Guck mal, was sie da hinten hängen hat, by Some the junk on way. that table that might help. I couldn't get it to work. Dieses Skelett. Oh mein Gott. That far out to sea, swimming back for land wasn't an option. I'd die from exhaustion long before I made it to shore. All I could do was survive long enough to wash up somewhere. I felt a suction, and suddenly, there were vast jaws rising out of the water towards me. It had taken hours for the Reaper's corpse to float to the surface. Using the knife, I clambered up her flank and got a perch on top. Synthesized. I figured she'd float for a few days at least. Enough for me to catch my breath. But would she sink before or after I died of thirst? New blueprint I had a synthesized. knife, a repair tool, and 3 liters of water. At least I wasn't gonna die of exhaustion. Now, those Reapers, they're practically all muscle. But there's some fat in Wie so ein there. alter Marine, der I was irgendwie able seine to keep warm and Erinnerungen drink the erzählt. water. And I didn't have much. But I had that repair tool, so I had a spark. It took a week to light that first fire. New blueprint synthesized. And I know more about the burning properties of Reaper fat than I ever cared to. I had to ration fires, but as they burned, I could smoke meat that I carved out of the beast's rib cage. Okay, ja gut, sie hat es nicht einfach gehabt. Da verstehe ich, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Was haben wir jetzt wieder Geiles bekommen? Spiel, warum bist du so geil? Bietet erhöhten Schutz vor Bedrohungen. Das können wir direkt mal einbauen. Das ist eine feine Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das auch brauchen. 3 Rubine. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, und jetzt brauchen wir nämlich noch diese Pilze, die da draußen sind. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ich denke, dass das die sind. Wie komme ich denn jetzt darüber? Komme ich überhaupt darüber? Was sagt denn unser Protokoll? Ja, wahrscheinlich kommen wir erst darüber, wenn wir das gemacht haben. Also, ja, ist ja gut jetzt. Funkmast von Bewachungssatelliten. Ich weiß nicht welcher. Ich glaube, es gibt mehrere Funkmasten. Mal kurz gucken.
Ah, doch, steht hier. Meiden. Helle Lichtquellen und unvorhersehbare Geräusche. Also vielleicht brauchen wir auch da den Klopfer. Ja! Ja, da hat sie so ein paar interessante Veränderungen vorgenommen. Ich suche gerade die Karte. Das meine ich mit, es ist etwas unübersichtlich. Also eigentlich wahrscheinlich den hier doch, weil Delta, Missionszentrale, Kommunikation, Logistik. Ich denke mal, das ist dann der... oh, nice. Hätten wir doch statt großer Raum große Glaskuppel gemacht, ne? Aber wir können auch beides machen, das ist überhaupt kein Problem. Und Schneefuchs scheint jetzt auch machbar zu sein. Bauerkörperteile, das müssen wir alles später machen. Da fehlen aber natürlich noch die Baupläne dazu. Oh, es ist so spannend. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir das jetzt auf dem Weg nach oben noch. Das wäre natürlich toll. Nickelerz, Kyanit, weiß ich noch nicht, wo wir das herbekommen. Nicht stapelbar. Ja, gut. Ah ja, Schneefuchs aber nur 1 von 3, also fehlen noch ein bisschen. Kein Problem. Das müssen wir machen. Parallelprozessor. Hab ich den jetzt schon? Nee, ne? Na gut. Wir werden alles rausfinden. Jetzt erstmal ein paar... Ich würde ja gern, aber... Man erlaubt es mir nicht, denke ich. Ein paar Pilze sammeln. Wenn ich glaube... Okay, vielleicht auch nicht. Naja, mal schauen. Vielleicht finden wir hier noch was anderes Nützliches. Hadeskelch, mein Gott. Wärmekraftwerk. Ja, vielleicht muss ich meinen Titan dann doch wieder wegschmeißen, ne? Ja, ziemlich sicher muss ich meinen Titan wieder wegschmeißen. Ja. New blueprint synthesized. Okay, sind wir jetzt einmal rum? Warning. Epische neue 30 Musik. seconds of oxygen remaining. Hier ist noch Zeug. Wo ist diese Sauerstoffpflanze? Oh oh. Oh oh. Oxygen. Ach, da. Oh Gott, zum Glück. Immer der Schock. Wo war das jetzt mit dem Zeug?
Da bekommen wir vielleicht später Zutritt. Hier. Oh. Ja! New blueprint. Oh. These are Sam's. So that woman must have known my sister. Ja, der hat wahrscheinlich ihre Gründe auch zu schweigen, ne? 3% Energie. Müssen wir gleich mal die Batterie tauschen. Okay, ja. Ich weiß noch nicht, wo wir jetzt diese komischen Wickelpilze herbekommen. Ich glaube auch nicht, dass sie hier schon drin sind. Mal kurz gucken. Also hier zumindest schon mal nicht. Wobei ja eigentlich streng genommen die Pilze gar keine Pflanzen sind, ne? Warning. Was? 30 seconds of oxygen remaining. Oh, warum? Da war ich wohl aus Versehen unter Wasser. Okay. Jetzt nochmal hier. Dum, dum, dum. Und noch ein kleines Gelsäckchen. Wobei ich, wie gesagt, glaube, dass wir die jetzt anpflanzen können. I have been able to sense the location of an important artifact. Oh. I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Ja, das ist Signal gut. location uploaded to PDA. Ja, jetzt läuft's doch hier. Hier liegen noch Rubine. Wenn ich noch Platz habe, würde ich die gerne mitnehmen. Da ich nicht davon ausgehe, dass wir ständig welche finden werden. Nicht wahr, ihr süßen Kleinen? Blasenfisch, was machst du hier unten? Kannst du hier überhaupt überleben? Ist noch ein Rubin. Vielleicht... Boah, Alter, es ist so riesig. Ah, hier ist dieses komische... Skelett oder ich weiß nicht genau, was das sein soll. Wir gucken jetzt mal, wenn wir hier mit dem Schiff rumfahren, vielleicht können wir da ja noch was rausfinden. Ja. Alter.
Ja, also es ist unmöglich oder schwer möglich, das Ganze hier komplett zu erkunden. Es ist einfach viel zu viel da los. So, Halluzinationen incoming. Upsi. Jetzt müssen wir natürlich erstmal kurz Sachen wieder ablegen, bevor wir zum nächsten Event gehen, weil sonst ist einfach kein Platz mehr. Vielleicht finden wir ja dann dort auch die Pilze. Das ist ja möglich. Oh. Was seid ihr? Scheiße, ich habe keine Batterie in meinem Scanner. Okay. Ein Propellerfisch. Aber ich muss zugeben, am Anfang fand ich das schwierig bei Subnautica, dass man im Vergleich zu vielen anderen Spielen zwar schon irgendwie Anweisungen bekommt, was man machen muss, aber die sind halt nie so direkt... Ah, guck mal, da ist einer von diesen explodierenden Fischen. Die sind halt nie so direkt wie bei den meisten anderen Spielen, dass man genau weiß, wo man jetzt was finden muss und bekommen muss. Hier ist halt viel mehr so freies Erkunden nötig. Und man entdeckt dadurch Dinge, auf die man halt vorher nie gekommen wäre. Das ist gar nichts. Und das hat halt auch was, dass man mehr im Erkunden ist und weniger so im, sag ich mal, Aufgaben abarbeiten. Also man hat schon so seine, na hier, Baupläne und jetzt musst du irgendwie versuchen, eine neue Hülle für den Alien zu finden und so. Für das Alien. Aber viel mehr ist hier einfach so mal rumschwimmen und gucken, wo man hinkommt. Und das gefällt mir. Also mittlerweile. Am Anfang habe ich mich damit schon ein bisschen schwer getan. Irgendwie. Ja. Ist das unser Licht schon da hinten, was da jetzt so gelb ist? Ach. Nee, das muss ich dann machen, wenn ich ausgestiegen bin. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir den Glasraum ja noch irgendwie irgendwo dran machen. Vielleicht einen längeren Raum auch dran. Das geht ja auch. So, nein, wo ist es? Das Gute ist, die leeren sich nicht beide gleichzeitig. Also hier 100% und hier drüben ist 17%. Das bedeutet aber auch, ich kann das irgendwie mal nehmen. Ja. Und kann das reinpacken. Offensichtlich werden wir es brauchen. Ich weiß noch nicht genau für was, aber... Welcome aboard, Captain. So, und packe jetzt die Energiezelle hier rein. Ja. Und wir haben schon wieder ein Platzproblem. Es ist nichts Neues. Was können wir noch mit rübernehmen? Dann machen wir es so. Ich möchte halt wenigstens versuchen, dass alles Gleiche auch zusammen bleibt.
Die Batterie noch. Ich bin halt auch schlau. Ich habe hier 2 volle. So. Okay. Das ist das. Das geht auch echt schnell, ne? 35% schon. Ich will nur mal kurz in meinen Tank hier gucken. Ja! Oh, scheiße, aber guck mal, ich weiß nicht, was ist, wenn der groß wird. Vielleicht war das keine so gute Idee. Und die anderen sind alle weg. Bestimmt wurden die aufgefressen. Bestimmt wurden die aufgefressen. Da müssen wir doch mal ein kleines Experiment wagen. New creature discovered. Okay, aber der scheint mich jetzt zumindest mal nicht zu hassen. Aber was ist mit dem Eisschütze? Okay. Ist es wieder unter dem Schiff irgendwo? Brachialhai. Ist alles unten drunter, oder? Okay, kein Raubtier zusammen mit den anderen, sonst werden die alle gefressen. Also zumindest glaube ich, dass das passiert ist. Da waren ja bestimmt irgendwie 6 Eier drin. Oh man. Ja gut, jetzt ist mal wieder dringend Essen und Trinken angesagt. Also howdy ho. Ah, da unten ist der Hai. Das Lustige ist, hier kann ich ja den großen nicht nehmen. Den großen Fisch. Aber wenn er in meinem Aquarium ist, dann kann ich den nehmen. Blasenfische machen sich gerade rar. Und den Anzug können wir dann auch nehmen. Dann brauchen wir nämlich das in Zukunft auch nicht mehr machen. Oder zumindest nicht mehr so oft. Aha. Sag mal. Seek fluid intake. Ja. Ich bin dabei. Okay, aber das kann ich jetzt auch mal zwischen den Aufnahmen machen. Das ist jetzt nicht so spannend. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war heute wieder sehr ereignisreich. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die ich jetzt auch direkt gleich aufnehmen werde. Das heißt, die könnt ihr dann bald auch gutieren. Ich hoffe, es macht euch weiterhin Spaß. Mir auf jeden Fall sehr. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Und ich sage wie immer, tschüss und auf Wiedersehen.